Hallo, es ist Excel-Zeit. Schön, dass du da bist. Ich würde dir gerne 3 Tastenkombinationen zeigen, die du bei Excel unbedingt brauchst, die dir dein Excel-Leben etwas leichter machen, damit du einfach schneller arbeiten kannst und nicht so viel gucken musst, wie das nochmal ging. Welche Tastenkombinationen sind das, die ich dir zeigen will? Es geht um Steuerung plus, Steuerung minus und Steuerung Semikolon, also Strichpunkte. Schauen wir uns mal an, wie das geht. Also ich habe eine Tabelle, alles schön und gut. Und da soll jetzt eine Spalte rein. Ich markiere dazu die komplette Spalte, drücke jetzt Steuerung plus und dann geht eine Spalte rein. Wenn ich Steuerung minus mache, geht eine Spalte wieder raus. Also relativ lässige Funktion. Tastenkombinationen, wenn man die kennt, ganz gut, wenn man Spalten einfügen muss und so, ist das ganz schick. So, die andere Tastenkombination, Steuerung Semikolon, war folgende, da müsste ich vielleicht kurz was vorbereiten. Also man hätte hier ein Feld, das ist formatiert, farbig irgendwie. Und da steht irgendwas drin. So, jetzt bräuchte ich die Information unten drunter nochmal, aber bitte schön ohne die Formatierung. So, dann gehe ich einfach unten drunter und jetzt nützt mir diese Tastenkombination Steuerung Semikolon. Man könnte auch sagen Steuerung Komma aus Steuerung Semikolon. Sieht man, glaube ich, besser, wenn man das drückt, wird die Information der Zelle oben drüber nochmal wiederholt, korrekt, ohne die Formatierung mitzunehmen. Also wiederholt den Inhalt einer Zelle darüber, ohne die Formatierung mitzunehmen. Wie war das jetzt nochmal? Also nochmal, also ich habe irgendwas Kompliziertes eingeschrieben. Dann würde ich hier Steuerung Semikolon drücken und schon habe ich das. Also wieder eine kurze Information. Was war das gerade alles nochmal? Das war Steuerung plus, Steuerung minus und Steuerung Semikolon für diese Wiederholungsgeschichte. Soweit meine kurzen Tipps zu Excel. Viel Spaß mit der Tastenkombination, probier sie aus, merk sie dir, damit du etwas fitter wirst in Excel und natürlich schneller und einfacher.